Der Markt und die Kundenanforderungen verändern sich. Nicht erst seit heute, aber kontinuierlich und das immer schneller. Denn mit neuen Technologien kommen neue Möglichkeiten, aber eben auch neue Ansprüche. Was bedeutet das für Unternehmen, Dennis? Das bedeutet natürlich, dass sie sich schneller auf neue Gegebenheiten einstellen dürfen und müssen und neue Wege suchen müssen, um eben diesen Ansprüchen dann auch gerecht zu werden. Sprechen wir mal ganz konkret über das Thema individuelle Ansprache und Co. Weil wir haben über das Thema Social Media die Möglichkeit, wirklich über Influencer, über die Instagram-Kanäle, über TikTok, wirklich eine Beziehung als Endkonsumenten zu Marken aufzubauen. Wie können Unternehmen dem gerecht werden? Hier ist vor allen Dingen Content King oder Queen, wie man es möchte. Und das bedeutet natürlich auch die personalisierte Ansprache, der personalisierte Content, relevanter Content am Ende des Tages. Es bringt mir nichts, wenn ich morgen in meinem E-Mail-Fach Werbung zu Wein habe, wenn ich ihn nicht trinke. Sehr schön und gut, wenn man diese Werbung macht, aber es ist eine sehr starke Inside-Out-View und nicht wirklich Customer-Centric. Aber das bringt kapazitativ doch wahnsinnige Probleme mit sich, oder nicht? Das ist natürlich sehr schwierig, dass man dann auch sagt, okay, wie generiert man all diesen Content, sozusagen eine 1:1 Beziehung Unternehmen und jeder Kunde. Und ich glaube, da gibt es natürlich jetzt auch Möglichkeiten heute, dem gerecht zu werden. Den Ball nehme ich gleich mal auf und übergebe den an dich, Gabriel. Wie hilft Technologie heute oder welchen technologischen Ansatz gibt es, um diesen Demand for Content gerecht zu werden? Das ist natürlich das Paradebeispiel für Generative AI. Ich weiß, das können die meisten jetzt vielleicht schon langsam nicht mehr hören, aber das ist jetzt wirklich ein Ort, wenn es darum geht, halt Inhalte zu erstellen und die auch auf bestimmte Segmente, bestimmte Kunden, bestimmte Einzelpersonen wirklich zu personalisieren. Und wie gesagt, ich meine, das ist schwierig, wenn das ein Mensch machen muss. Und hier kann man sich schon mit diesen Tools, mit diesen neuen Möglichkeiten natürlich viel Zeitgewinn schaffen. Das ist ein Thema, das ist für Machine Learning natürlich schon lange ein relevantes Thema. Ich meine, man hat das schon lange, versucht man das, oder personalisierten Content oder Produkte zu empfehlen und so weiter. Aber es ist etwas, es ist schwierig, oder? Man braucht eine sehr große Customer Base, man braucht viele Daten, man muss diese Modelle selbst trainieren. Das können nicht alle. Und diese Generative AI-Modelle, die ermöglichen jetzt natürlich schon, dass das viel breiter genutzt werden kann. Jetzt kann man auch, wenn man selbst vielleicht eben noch nicht so einen großen Kundenstamm hat und die Möglichkeiten hat, hier personalisierten Content zu generieren, kann man dank diesen Modellen, oder die sind trainiert auf Riesendaten im Internet, die nutzen halt, um dann auch diesen Content zu erstellen, dass man sagen kann, eben adressiere dieses Mail nur an jemand, wäre die Person wahrscheinlich an Wein interessiert, wenn sie diese und diese Eigenschaften hat. Und das sind zwei verschiedene Aspekte, die du gerade ansprichst, weil auf der einen Seite haben wir quasi ein Generative AI kann clustern, kann segmentieren, kann nochmal andere Pattern, andere Muster lesen, als wir das vielleicht aus dem Bauchgefühl heraus können. Das heißt, Personas können nochmal viel klarer definiert werden. Ja. Ja, oder auch wenn du es könntest, oder? Ich meine, du musst es dann auch noch tun. Ja. Also dann müsste jemand hin und für jede Ansprache das nochmals von Hand anschauen. Und das ist der zweite Punkt. Wir haben mittlerweile so viele verschiedene Touchpoints. Wir haben Newsletter, wir haben E-Mail-Newsletter, wir haben WhatsApp-Kommunikation, wir haben Messenger-Kommunikation über Facebook und Co. Wir haben die Websites, wir haben die anderen Social-Media-Kanäle. Briefe, Handzettel. Briefe hast du ja also sie kommen wieder. Es gibt wahnsinnig viel, oder auch Kundenservice, wenn ich mal in einer Hotline anrufe oder mit Chatbots spreche. Wir haben so viele unterschiedliche Ansprüche eben auch an Kundenservice oder eben auch an Werbung und Werbemittel. Und das muss relevant sein. Das heißt, wir haben einmal wen haben wir eigentlich in unserer Zielgruppe? Cluster, Cluster, Cluster. Und auf der anderen Seite aber eben auch, wie befüttern, wie bespielen wir eben diese Person mit dem für sich relevanten Content. Absolut. Und ich meine, beim ersten war Machine Learning und AI schon lange ein Thema, oder die Segmentierung, je nach Verhalten oder auf der Webseite oder was für Produkte eingekauft werden, wie man die Leute oder wie unterscheiden die sich in verschiedenen Segmenten, in Clustern und so weiter. Und das Neue ist, dass man jetzt auch für die Generierung von Content halt, dass AI direkt viel nutzbarer geworden ist. Und wie du sagst, oder über E-Mail, Briefe und auch Telefon. Also man kann auch die
Gespräche aufnehmen, transkribieren, zusammenfassen und so weiter. Und man kann sich vorstellen, dass das wird noch nicht gemacht, aber das wird auch in Zukunft dann möglich sein, dass man dann auch halt die Audio generiert, oder? Und dann die Anrufe zum Teil auch schon automatisch beantworten kann. Das ist der Wahnsinn. Ich kenne den Use Case, dass man Meeting Minutes, also quasi Gesprächszusammenfassung von Meetings, dann AI generiert bekommt und eben keiner mehr Protokoll führen muss. Klar, da muss man nochmal drüber schauen, aber das ist ja auch alles Work in Progress, es verändert sich und es verbessert sich einfach exponentiell. Oder gleich bei einem Anruf auch Customer Sentiment rauszuspüren, rauszufiltern, über AI zu schauen, okay, wie ist jetzt diese Person vielleicht eingestellt, um dann auch entsprechend antworten zu können. Also sprich, ich kann mich besser auf die Person einstellen, wenn ich dann auch weiß, wie soll ich das machen. Aber das klingt hochkomplex. Heißt das, dass die Technologie jetzt nur was für große Unternehmen ist? Oder hast du auch einen Benefit für kleine und mittelständische Unternehmen im Kopf? Aus meiner Sicht eben dadurch, dass es jetzt so vorhanden ist und so zur Verfügung gestellt wird, werden eben die kleineren Unternehmen viel mehr noch davon profitieren können. Und ich denke auch, dass es einige Unternehmen geben wird, die eben das so als Business Model erreichbar machen werden für kleinere Unternehmen. Gehen wir mal ein Stück weit weg von dem Thema Kunden und gehen wir mal stärker auf das Thema Supply Chain Management. Auch da findet KI heute schon verschiedene Anwendungsfälle. Hast du Beispiele für uns? Ja, also ich meine, die klassischen Sachen, die man sich oder wo Machine Learning relevant ist, sind sicher im Forecasting. Von allem Möglichen. Und zum Beispiel Demand, oder, ist sehr wichtig, wenn ich schon weiß, ich habe am Ende meiner Chain diesen Demand, was bedeutet das, wenn ich das über ein paar Tage, ein paar Wochen oder längere Zeiträume vorhersagen kann. Vieles hat eine gewisse Periodizität, das ist dann vielleicht je nach Monat, je nach Wochentag unterschiedlich, Feiertage und so weiter, das ist klar. Das ist das eine. Und das andere ist auf der anderen Seite, sobald man etwas produziert, kann auch etwas kaputt gehen. Und wenn ich jetzt eine Maschine habe und die fällt aus, es kann sein, dass das okay ist und dann schicke ich einen Servicetechniker und der repariert sie. Aber vielleicht ist das genau oder das Stück in der Kette, das dann halt einen großen Einfluss auf alles hat. Und wenn das kaputt geht, dann steht alles still. Und wenn ich im Vornherein sagen kann, ich kann auf meinen bestehenden Daten von meinen Maschinen halt ein Modell trainieren und habe dann dieses künstliche, intelligente Modell und das kann mir vorhersagen, das könnte sein. Oder die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass die Maschine jetzt dann ausfällt. Und dann kann ich proaktiv reagieren und einen Servicetechniker hinschicken und der repariert das und dann ist meine ganze eben Supply Chain intakt. Was ich aus der Praxis mitbekommen habe, ist, dass Handelsunternehmen nicht zwangsläufig ihre Abverkaufszahlen und die entsprechenden Realtime-Daten, also wann habe ich welche Produkte verkauft, mit ihren Lieferanten teilt. Das ist doch beispielsweise auch ein Punkt, wenn diese Datenpunkte zugänglich gemacht werden, dann kann eben mittels Pattern Recognition und Co. einfach die komplette Produktion effizienter gemacht werden und entsprechend Kostenpotenziale gehoben werden, oder nicht? Absolut. Also ich meine, das ist so. Die Daten müssen natürlich vorhanden sein. Ich brauche diese historischen Daten, wann wurde wie viel wo verkauft, um dann eben das, wie du sagst, zu lernen, oder welche Tage, wenn die Aktion war und so weiter, oder auch je nach Region, bestimmte Läden verhalten sich anders, sind andere demografische Verhältnisse in den verschiedenen Regionen und so weiter. Oder wenn ich dann lernen kann anhand von dem, okay, das hatte den Einfluss historisch, dann wird es wahrscheinlich den Einfluss in der Zukunft auch haben. Ich würde den Punkt gerne aufgreifen und an dich weiterspielen mit der Frage, das Thema Smart Store ist ja super aktuell. Also wir sehen die Kleinformate, die 24/7-Formate, kassiererlose Formate, überall wirklich aus dem Boden sprießen. Unterschiedliche Anbieter geben sich da gerade ein absolutes Battle um Standorte. Ja. Wiefern kann eben Technologie da helfen, zu wissen, was sind denn jetzt relevante Standorte? Wie Gabriel eben auch schon sagte, schlussendlich haben viele Retail-Ketten eine Menge von Daten. Die Frage ist immer, wie setzen wir diese ein und was machen wir daraus? Und eben auch aus den ganzen Daten, die bereits vorhanden sind, über die Standorte, die existierenden Standorte, Bauvorhaben etc., kann man natürlich die zusammenziehen und schauen, macht vielleicht das Sinn, hier wieder einen neuen Standort auch zu eröffnen, oder könnte man vielleicht einen größeren Standort schließen und dafür vielleicht mit autonomen Stores hier entgegenwirken. Ich denke, da gibt es wieder neue Anwendungsmöglichkeiten mit diesen Daten, um eben auch dann wieder den Mitbewerbern einen Schritt voraus zu sein. Aber das klingt für mich so,
als hätte das Thema massive Möglichkeiten in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Jetzt habe ich in vielleicht 12 Abteilungen, Bereichen meines Unternehmens verschiedene AI-Anwendungen. Die brauchen unterschiedliche Daten, die brauchen unterschiedliche oder die haben unterschiedliche Anwendungspunkte. Das klingt für mich jetzt erstmal nach Chaos. Wildwuchs. Wie kann ich das verhindern? Also das ist eine reale Gefahr, oder nicht? Absolut. Also das ist ein Riesenthema, oder? Ich meine, die Herausforderungen haben alle. Man hat verschiedene Abteilungen, Initiativen. Es gibt noch eine Forschungsabteilung, die machen ja vor allem in dem Bereich dann auch schnell mal ein paar Prototypen. Und das ist alles schön und gut, oder? Aber das nützt dann halt nichts. Solange ich das nicht in meine Prozesse integriert habe, solange ich es nicht in meine Tools integriert habe, kann das niemand nutzen. Und das sehen wir oft, oder? Man hat dann zwar einen erfolgreichen Prototypen und ist dann enttäuscht, weil es dann trotzdem nicht umgesetzt wird oder nicht genutzt wird, oder? Das ist dann auch ein Problem. Was ist, wenn es ist hier, aber niemand nutzt es? Aber das ist ja wieder Prozessmanagement. Das ist ja wir bauen einen MVP. Was sind die nächsten Schritte? Also da fehlt ja quasi der Gap zwischen, wir haben hier was ausprobiert, wofür war das eigentlich und wurde das mit der Linie und mit dem Support und mit den anderen Fachabteilungen abgesprochen. Es fühlt sich so an, als wäre es so einfach, Dinge auszuprobieren, dass die einzelnen Menschen das einfach mal machen. Eben mit der Erwartungshaltung, okay, dass es dann eben auch weitergetragen wird und funktioniert. Genau, und ich meine, das eine ist, wie du sagst, oder, es ist ein Produktentwicklungsprozess, der irgendwie da sein muss und mit dem Plan, was mache ich dann damit und so weiter. Und das andere ist halt, es braucht auch dieses Experimentieren und Ausprobieren, für überhaupt AI machen zu können. Man muss den Leuten auch Freiheiten geben. Man will nicht so einen super starren Softwareentwicklungsprozess, wo irgendwie alles schon mit Requirements vorgegeben ist. Und dann wird es auch nicht möglich sein, bei diesen ganzen State-of-the-Art-Entwicklungen dabei zu sein. Die Kunst ist, das zum einen auf eine technische Plattform einzubetten. Ich will halt, dass alle meine Machine Learning und AI-Initiativen, die haben Zugriff auf die gleichen Daten. Jemand stellt sicher, dass die Datenqualität sind, oder Data Governance ist hier ein zentrales Thema. Ich will sicherstellen, dass ich auch, wenn jetzt was am Modell ändert, dass ich die Möglichkeit habe, das dann auch irgendwie die Änderung wieder in die Produktion zu bringen und so weiter. Hier ist das Stichwort Machine Learning Operationalization, also MLOps, was sich an DevOps aus dem Softwarebereich anlehnt. Also diese Idee, halt agil und schnell Änderungen und die Entwicklung dann auch umzusetzen. Aber das braucht dann halt schon die entsprechenden Prozesse und auch das entsprechende Tooling. Aber es lohnt sich absolut, da zu investieren, weil eben, wie gesagt, wenn man es nicht hat, dann hat man vielleicht mal einen erfolgreichen Case irgendwo oder einen Prototypen, aber sobald es mehrere sind, die auf die gleichen Daten zugreifen, die auf verschiedene Daten zugreifen, wird es schnell schwierig. Das heißt, der richtige Zeitpunkt, um auch über das Thema Data Governance nachzudenken, ist heute, weil die Technik heute schon verwendet wird. Und je schneller man einen Rahmen dafür schafft, desto schneller kann man eben als Unternehmen zentriert nach vorne gehen und eben die verschiedenen Applikationen bauen, ausprobieren. Fail fast ist ein Stichwort an der Stelle. Und man hat dann auch die Möglichkeit, das zu tun, oder? Wenn man weiß, das Fundament stimmt, oder man hat die Datenqualität, das ist irgendwie sichergestellt, es gibt Prozesse, dann ist man auch eher bereit, Risiken einzugehen, oder? Und zu sagen, jetzt probieren wir das mal aus, weil es ist ja, man hat das Fundament darum herum geschaffen. Absolut. Und Sicherheit ist auch noch ein Punkt. Datensicherheit, auch Geschäftsgeheimnisse wahren, das ist definitiv auch ein Thema. Was für einen Tipp könnt ihr den Unternehmen an der Stelle mitgeben? Also das ist ein absolut relevantes Thema. Ich meine, eben ChatGPT, das ist eine Webseite, da geben jetzt alle irgendwie Sachen ein, weil es ist super hilfreich und es ist klar. Ich meine, alle werden effizienter durch diese Tools. Und das Problem ist halt, die Daten werden dann verwendet zum Training dieser Modelle und so weiter. Und das wissen alle, aber es hilft halt trotzdem. Und da ist halt zentral, dass man selbst Anwendungen baut, die auf diesen Technologien aufbauen und nicht einfach diese Websites verwendet, die es jetzt gibt, weil man da halt die Kontrolle über die Daten nicht hat. Aber es ist durchaus möglich, die gleiche Technologie, also ChatGPT, all diese Sprachmodelle, Generative AI zu verwenden in eigenen Anwendungen, und man hat dann Terms and Conditions, die auch einem erlauben, Business-Anwendungen damit zu bauen. Also das ist nicht ausgeschlossen, aber genau, es ist wichtig, zu wissen, was man hier tut, was für Conditions bei was für Webseiten bestehen und so. Man kann verdammt viel tun, aber es müssen auch Hausaufgaben und Grundvoraussetzungen innerhalb der Unternehmen erstmal geschaffen werden. Es bleibt definitiv spannend, bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.